Er sagt, also es ist nicht dieses Puzzle, mit dem wir rumspielen, was so verschiedene Teile hat oder was wir in der Schule immer wieder auch haben, wohl in Indien eher als bei uns. Und im nächsten Abschnitt sagt er, also ich werde dir ein kleines Rätsel zeigen. Also er gibt ein weiteres Beispiel. Wenn du um 6 Uhr aufschaust, wirst du am Himmel die Sonne scheinen sehen. Aber nach einer kleinen Weile wird sie von einer Wolke verdeckt. Diese Wolke ist vollkommen dunkel und deshalb kannst du die Sonne nicht sehen, die Wolke. Von der Wolke bewegt sich ein kleines Stück weg und du siehst einen schönen Kreis. Wer hat dies gemacht? Du wirst es nur sehen, wenn es genau so viele Wolken gibt. Wenn nicht genügend Wolken da sind, wirst du es nicht sehen. Wenn die Wolken zu dicht sind, wirst du es ebenfalls nicht sehen. Deshalb ist es ein sich bedingender Umstand. Es sind sich bedingende Umstände. Niemand muss irgendetwas dazu tun. In short, just as different kinds of shapes are happening in the sky, in the same way, different kind of reactions are happening within these non-self complexes which we call kashais, which we identify as kashais. There is no doer. These are all evidences that are happening. Just as there are clouds in the sky, there are clouds within the antakaran, the non-self complex of human beings, and we call them kashais, anger, greed, deceit, pride. Und Shuddha sagte noch, wir müssen dieses Beispiel mit dem Wetter und mit dem Himmel jetzt verbinden mit diesem Beispiel im ersten Absatz. Und er sagt, genauso wie es draußen eben Wolken gibt und bestimmte Umstände, die so zusammenkommen, dass was Bestimmtes entsteht, genauso gibt es in unserem inneren Komplex, in diesem Komplex von Verstand, Ego, Chit und so weiter, Antakaran, gibt es eben auch diese Wolken, die Klarheit verschleiern und gewisse Umstände entstehen, die wir im Innern dann eben Kashais nennen, also diese inneren Feinde von Wut, Stolz, Ärger und Anhaftung. In fact, the slightest complaint about what have I done wrong? Why is he blaming me? These kind of words are nothing but evidences only. They are to be looked as just clouds in the sky that are just moving around. And if you can visualize this, if you can just visualize this, you will not be so affected. Okay, und diese Worte, wie zum Beispiel, warum hat er mich jetzt beschuldigt? Oder was kann ich dafür? Warum beschuldigt er mich, wie steht hier, unnötigerweise? Warum macht er mich verantwortlich? Das sind alles einfach nur Wolken, die aufziehen, und diese Worte selbst sind nur Umstände. Und wenn du das so sehen kannst, dann wirst du schon eine ganz andere Perspektive drauf bekommen. So this now we go to the next heading, which says work happens through numerous scientific circumstantial evidences. So numerous circumstantial evidences, and the questioner is asking Data, we call this world scientific circumstantial evidence. So in that scientific means that cause and effect are there in it, but I do not quite understand what circumstantial evidence is. And Dadashri replies, just as these lawyers consider what you see with the eyes as evidence, what can be seen with the eyes is called evidence. Does it not? Do they not call them evidence? Do they not call them eyewitness? What are they proving there? The questioner replies, evidence of what one has seen. Das wird jetzt ein bisschen knifflig, das zu übersetzen, also mal gucken, wie die hier damit umgegangen sind, weil dieses Wort, was wir als sich bedingende Umstände nennen, ist im Englischen einfach ganz anders ausgedrückt. Wenn ich das jetzt wortlich übersetze, dann wäre das wissenschaftliche
durch Umstände bedingte Faktoren oder Beweise. Also jetzt mal gucken, dass ihr das als Hintergrund habt, wenn es jetzt ein bisschen durcheinander wird. Fragender. Wir nennen diese Welt einen sich bedingenden Umstand. Hier bedeutet also dieses wissenschaftliche, was ich euch gesagt habe, ist in diesem englischen Wort drin. Hier bedeutet also wissenschaftlich, dass es dabei Ursache und Wirkung gibt. Aber ich verstehe nicht ganz, was ein Umstand ist. Also eben, genau, Circumstantial Evidence ist eben dieser zweite Teil in diesem englischen Ausdruck. Also er versteht nicht, was ist dieser Umstand, der durch verschiedene Faktoren zusammenkommt. Dadashri. Eben wie diese Richter das, was du mit den Augen siehst, als ein Beweis erachten. Also das Wort Umstand hat eben in Englisch nochmal die Doppelbedeutung, dass es auch ein Beweis ist für irgendwas. Also, Eben wie die Richter das, was du mit den Augen siehst, als Beweis erachten. Was mit den Augen gesehen werden kann, wird Beweis genannt. Bezeichnen Sie, also diese Richter, nicht dies als Beweise, nennen Sie sie nicht Augenzeugen, was beweisen Sie da? Beweis von dem, was einer gesehen hat, sagt der Fragende. And so then Dadashri says, they prove, that's the lawyers, they prove from all that has been seen. What was seen? How was it seen? Those are the evidences seen through the eyes. Now, those that are not visible to the eyes are scientific evidences. Here comes the subtle scientific circumstantial evidences, those that are not visible through these eyes. So, in that, the circumstance of the inner intent, the vow that one did in the last life, comes together with so many other circumstances, including time and space. Right now, even the space you are sitting in has been decided upon, and that is why you are able to talk to me, says Dada. Otherwise, you will not be able to talk. One may say he will do something at a certain time, but that will not work. So the time, the space, the inner intent of the past life, then my circumstance, the circumstance of the Gnani, and many other circumstances had to come together for this to happen. They have to come together for this particular conversation with the Gnani Purush to happen for the questioner. Mhm. Okay, Dadashri sagt, Sie beweisen von allem, was gesehen worden ist, was gesehen wurde, wie es gesehen wurde. Also diese Richterfrage. Dies sind die Beweise, die mit Augen gesehen wurden. Beweise hier doppeldeutig, Beweise und Umstände eben auch. Und jene, die für die Augen nicht sichtbar waren, sind die wissenschaftlichen Beweise oder eben Umstände, diese Doppelbedeutung wieder. So kommt der Umstand der inneren Absicht, die man im letzten Leben getan hat, mit so vielen anderen Umständen einschließlich Zeit und Raum zusammen. Im Augenblick ist sogar über den Platz, an dem du sitzt, entschieden worden und deshalb kannst du zu mir sprechen. Andernfalls wirst du nicht in der Lage sein, mit mir zu sprechen. Man kann sagen, etwas zu einer bestimmten Zeit tun zu wollen, aber das wird nicht funktionieren. Zeit, Raum, die innere Absicht des letzten Lebens, mein Umstand und viele andere Umstände müssen also zusammenkommen, um dies geschehen zu lassen, damit dies geschehen kann. Now, therefore, this world runs on scientific circumstances only.
This is amazing sentence. This world runs on scientific circumstances only. Just as what is visible to the eyes is called evidence, all of these are scientific, invisible circumstances which unfold. We will not recognize them through the intellect, buddhi, what all circumstances came together. There are endless circumstances, not just one. Countless circumstances come together for any work to happen. Mhm. Also deshalb läuft diese Welt nur aufgrund wissenschaftlicher Umstände, also diese eben sich bedingende Umstände auch. Genauso wie das, was für die Augen sichtbar ist, ein Beweis oder eben ein Umstand genannt wird, sind diese sich entfaltenden Umstände wissenschaftlich und unsichtbar. Wir werden nicht all die zusammenkommenden, also wir werden mit dem Intellekt nicht verstehen oder welche Umstände alle zusammenkommen. Wir werden das nicht erkennen mit dem Intellekt. Es gibt unendliche Umstände, nicht nur einen einzigen. Unzählige Umstände kommen zusammen, damit Arbeit geschehen kann. Next heading, who is the doer? Vyavasthit Shakti. These are all words that we will have to get used to as part of our language of the liberated ones in Akram Vignan through Gnani Purush Dadashri. We cannot avoid them and we cannot replace them with any other words of our own language. These are all standard words. So please get used to them. Who is the doer? Vyavasthit Shakti. Also die Überschrift, wer ist der Handelnde? Dann einfach Vyavasthit Shakti. Und Shuddha sagt, es sind einfach Worte hier, die in diesem Kontext der Befreiung, an die wir uns gewöhnen müssen. Also es sind Worte, die wir nicht einfach ersetzen können. Es sind Worte, die wir verstehen und verstehen müssen und mit denen wir umgehen müssen. Das mal als Grundlage. Aber Vyavasthit Shakti, die Energie der sich bedingenden Umstände. And Shakti is energy. Yeah, Shakti is energy. Okay. Right now, says Dada, inside your home, are you able to see your shadow? No. But when you go out into the streets, a shadow will arise or will form. So when you turn this way, a shadow will form. And when you turn that other way, a shadow will be there. How long does it take for that shadow to form? Therefore, the world is only scientific, circumstantial evidence only. Vyavasthit. Nothing has happened and nothing has been made. Interesting sentence. Nothing has happened and nothing has been made. The world is nothing but scientific, circumstantial evidences. Also jetzt, im nächsten Abschnitt, kannst du gerade jetzt in deinem Haus deinen Schatten sehen? Nein. Wenn du aber auf die Straße gehst, wird ein Schatten entstehen. Wenn du dich auf diese Weise drehst, entsteht ein Schatten. Und wenn du dich auf jene Weise drehst, entsteht ein Schatten. Wie lange dauert es, damit ein Schatten entsteht? Deshalb ist diese Welt nur sich bedingende Umstände oder ein sich bedingender Umstand. Vyavasthit. Nichts ist geschehen und nichts wurde gemacht. Shuddha hat es nochmal wiederholt als interessanten Satz. Nichts ist geschehen und nichts wurde gemacht oder nichts wurde erschaffen, kann es auch heißen. Die Welt ist nichts als sich bedingende Umstände. Very interesting, another example of a scientific circumstantial evidence which is
The moment you are in the sun, there is a shadow. There is no doer in it, there is no maker of the shadow. And the moment you come inside the home, the shadow is gone. Who will you say made the shadow? You see, this is simply the nature of the science of it. That's all. Also ein weiteres interessantes Beispiel, sagt Shuddha, also wenn du in der Sonne bist, wird ein Schatten da sein. Und wenn du ins Haus gehst, ist dieser Schatten nicht zu sehen. Aber wer hat diesen Schatten erschaffen? Wer hat den gemacht? Wer ist der Handelnde hier davon? Es gibt kein Handelnde davon. Es ist einfach nur die Natur von den Umständen, die zusammenkommen, die das so entstehen lassen. Similarly, a person comes in front of you, there is an immediate impression in the mind. The mind will react in general, and it is very similar to this shadow. This is a natural response of the antakaran, the inner organ functioning. There is no doer here. Also im Vergleichsweise, wenn jemand dir begegnet oder jemand vor dir auftaucht oder entsteht, so jemand zu dir kommt, und dann entsteht im Inneren automatisch eine Reaktion oder ein Bild. Oder das ist ein ganz natürlicher Prozess von diesem inneren Mechanismus von Ego, Intellekt, Chit und dieser Antakaran. Das ist eine ganz natürlicher Prozess dieses inneren Mechanismus. Es gibt dort keinen Handelnden davon. Genauso wie wenn man in der Sonne ist, ein Schatten entsteht. When you get up in the morning, who wakes you? Dadashri is asking. Does it seem as if some other energy wakes you up, or do you wake up through your own energy? Very, very powerful sentence. All of these sentences, the more you read them, the more you will rise and go higher in your own spiritual awakening here. Jetzt das nächste Beispiel, wenn du am Morgen aufstehst, wer weckt dich? Scheint es, als ob eine andere Energie dich weckt, oder wachst du durch deine eigene Energie auf? Es ist wieder ein sehr, sehr gehaltvoller, wunderbarer Satz. Und je mehr man das liest, desto tiefer, also wenn man das immer wieder liest, umso tiefer steigt man dann ein und wunderbare Sachen zeigen sich darin. These are fundamental sentences that are applicable to those who are not even awakened to the self, but they are also extremely important for the Mahatmas who have awakened and want to enter into the precision of the science of separation and the bliss of the self. Also es sind so grundlegende Sätze, die auch hilfreich sind für denjenigen, der noch keine Befreiung erfahren hat, der das Gnani noch nicht bekommen hat. Es ist aber auch für uns Mahatmas sind es so fundamentale, grundlegende Sätze, die uns helfen, diese Wissenschaft in Präzision zu verstehen. And the other questioner replies, he says, no Dada, I do not wake up through my own energy. And she says, yes. So there is some other energy, isn't there? Then once you wake up, if you want to go to the toilet early, it will not allow you to do so. So then who does not let you go to the toilet early? That energy is Vyavasthit Shakti, the energy of Vyavasthit. The timing is not correct yet. Also auf die Frage mit dem Aufwachen antwortet der Fragende, nein, ich wache nicht durch meine eigene Energie auf. Und da hat er gesagt, ja, es gibt also eine andere Energie, nicht wahr? Dann, sobald du aufwachst, wenn du früh zur Toilette gehen willst,
sie, also diese Energie, das nicht zu? Wer lässt sich dann nicht? Diese Energie ist die Kraft der sich bedingenden Umstände. Vyavasthit Shakti. Now the next heading is Vyavasthit manifested in our Gnani Purush through the experience, through the essence of the experience of what happened in Surat in 1958. Also die nächste Überschrift, Vyavasthit offenbarte sich und oder ergänzt in unserem Gnani Purush durch Erfahrung, also auch durch dieses Erlebnis, was dort am 1958 am Bahnhof in Surat passiert ist. And much more, as we will soon read. Questioner is asking how you get the inspiration. How did you get, should be the thing, there's an error here. How did you get the inspiration for the word Vyavasthit? Vyavasthit. By the way, this is a good time to give you the general meaning of the word Vyavasthit. Vyavasthit in Gujarati means orderly. Everything is in order and well organized. So Vyavasthit means orderly and well organized. So, but how did you get the inspiration for the word Vyavasthit, Dada? Also, der Fragende sagt, wie hast du die Eingebung für das Wort Vyavasthit bekommen? So, und Shuddha sagt, es ist vielleicht ein guter Moment, um die genaue Bedeutung dieses Wortes hier mal zu erklären. Dieses Wort Vyavasthit in Gujarati heißt einfach, alles ist, sagen wir mal, aufgeräumt oder alles ist an seinem Platz, alles ist ordentlich. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses Wortes Vyavasthit in Gujarati. So Dadashri replies that for so many lifetimes I had been searching for such a thing that I did not have to become an ascetic and go to moksha alone. I do not want to abandon family members and go to moksha. Besides, how is this worldly life ever a hindrance or ever a problem? How is the poor worldly life to be blamed? Dadashri sagt, seit so vielen Leben war ich auf der Suche nach einer Sache gewesen, bei der ich kein Asket werden muss und allein in die Befreiung geht. Ich will keine Familienmitglieder verlassen müssen und in die Befreiung gehen. Außerdem, inwiefern ist das weltliche Leben ein Hindernis? Wie kann das arme weltliche Leben dafür verantwortlich gemacht werden? And so he says, so I have wandered for a long time in search of Vyavasthit. Now, in fact, in Gujarati, he says Ghano Kard, which means for many, many, many eras. Era is, ERA is very, thousands and thousands and thousands of years. So I have wandered for a very, very long time in the search of Vyavasthit. Because if it is there, we would have that much peace of mind. While you're sitting here, you feel that you're getting some thoughts in your mind. Now, then you can say, it is Vyavasthit. It is Vyavasthit. Will that not give you peace of mind? And it is indeed that way. I have found that out. I have come forth with an exact discovery. Also Dadashri sagt weiter, ich bin also eine lange Zeit auf der Suche gewesen nach den sich bedingenden Umständen. Und Shuddha sagt nochmal, also in Gujarati ist diese exakte Formulierung, die er gebraucht hat für viele Äras, Millionen von Jahren, also eine lange, lange, lange Zeit. Denn wenn es die gibt, also diese Erkenntnis,
oder diese Lösung, wenn es die gibt, würden wir so viel inneren Frieden haben. Während du hier sitzt, fühlst du, dass einige Gedanken in deinen Verstand kommen. Dann kannst du sagen, dass das ein sich bedingender Umstand Vyavasthit ist. Wird dir das keinen inneren Frieden geben? Und es ist tatsächlich so. Ich habe das herausgefunden. Ich bin mit einer exakten Erkenntnis hervorgekommen. And he says, Ich habe eine exakte Erkenntnis dargelegt. So. Sorry. Okay, and we have discovered all the account, the entire account, and we here, meaning the Gnani Purush and the absolute self within him, the Paramatma, the Supreme One within him. We came with the discovery, we came into this world with the discovery of Vyavasthit. And that is the state of the Akram Vignani. We just happen to become a nimit in this. This can never come to anyone. This is such a magnificent state that nobody can get it. It is a real wonder that it has come to us, Dadashri. Also wir, dass der Gnani Purush und das absolute Selbst, das sich voll in ihm manifestiert hat, das ist unter diesem Wir zu verstehen, haben das ganze Konto entdeckt. Und wir sind mit dieser Entdeckung von Vyavasthit gekommen. Der Zustand, das ist der Zustand des Akram Vignani. Wir sind dabei einfach zufällig zum Werkzeug Nimit geworden. Dies kann niemals zu irgendjemandem kommen. Es ist ein Wunder, dass es zu uns gekommen ist. A lot of information has been given in this particular paragraph. This shows the desire of our Akram Vignani, our Gnani Purush Dadashri, that not only the ascetics who go away to the Himalayas deserve moksha, but human beings like you and I, people who are involved in worldly activities, earning our bread, man or woman, regardless of our worldly work, also deserve liberation, final liberation. And so so viel, was hier in diesem Absatz nochmal steht. Einmal so sein absoluter Wunsch, ein Verlangen danach, Befreiung zu finden, und zwar nicht nur, oder in dem Verständnis, dass nicht nur die Asketen, die in den Himalaya sich zurückziehen und allem entsagen, dass nicht nur diese Befreiung verdient haben, sondern Menschen wie du und ich, die arbeiten gehen und ihr täglich Brot verdienen müssen, Männer, Frauen, alle diese normalen Menschen haben die Befreiung verdient. Yeah, in this world, and then that's the beauty of it. We get the beauty of the Akram Vignani in the second paragraph. In this world, which is boiling in the frying pan of mental, physical, and externally induced problems, is there any one word that can be used that will immediately bring peace to the mind? And this is what our Gnani Purush has given us. This word Vyavasthit. This word Vyavasthit. Instant peace in the mind, along with bliss inside. Peace in the mind and bliss inside. Und in dieser Welt, in der eigentlich wir wie im heißen Fett brutzeln durch inneren Schmerz von Gedanken oder von Dingen, die uns von außen passieren, dass er ein Wort entdeckt hat, das uns oder sofortig inneren Frieden gibt, inneren Frieden und Glückseligkeit, allein durch dieses eine Wort. Ja,
Now, and the third thing which he says is this particular state of the Akram Vignani, which is so very rare, and it sets apart the Akram Vignani, the Gnani of Akram Vignan, completely and exclusively apart from all the Gnanis of centuries and centuries before him. And that is because of the discovery of Vyavasthit. Und im dritten Absatz hier sagt er oder beschreibt er einfach diesen außerordentlichen Status des Akram Vignani, also des Gnanis, des stufenlosen Pfades. Und was ihn unterscheidet von vorherigen Gnanis, ist einfach die Entdeckung, diese sehr besondere, einzigartige Entdeckung von diesem Verständnis von Vyavasthit in sich bedingenden Umständen. Because the other Gnanis have the experience and the knowledge of the self, Atma, but they did not have the exact vision of Vyavasthit as our Gnani Purush Dadashri has, and that is what gave him the title of the Akram Vignani, the direct beautiful separation of both the self as well as the non-self. Also, und was ihn unterscheidet von allen anderen Gnanis, die zuvor da waren, also alle anderen Gnanis zuvor hatten auch das exakte Verständnis und die Erfahrung von der reinen Seele, aber was sie nicht hatten, ist dieses Verständnis von den sich bedingenden Umständen, Vyavasthit, wie das die Welt regiert. Und das ist das, was diesen Gnani hier zum Akram Gnani macht, das Besondere, dass er einerseits dieses Verständnis hat von der reinen Seele und auf der anderen Seite also das Nicht-Selbst. Einerseits das Verständnis über das Selbst und das Verständnis gleichzeitig über das Nicht-Selbst, sprich Vyavasthit Shakti, wie das regiert wird. I'm reading the Gujarati simultaneously in the iPad here, and I'm reading this particular paragraph, and even Dada, the tone somehow does not get conveyed in the English translation, but even Dada himself is very surprised the way he is saying, I never expected this to happen. And he says, I just became enamored in it. Also Shuddha sagt irgendwie, er liest parallel hier noch auf seinem iPad die Gujarati-Version und die Art, wie Dadashri das hier gerade diesen letzten Absatz beschreibt, das kommt im Englischen oder wahrscheinlich dann im Deutschen auch nicht mehr so richtig rüber. Also so wie er die Worte wählt, ist er selber sogar sehr überrascht, dass das mit ihm passiert ist. So. This is why we understand now why the Gnani of Akram Vignan or an Akram Vignani is so very rare an event. It's so very rare in this universe. So können wir verstehen, dass die Tatsache, dass sich ein Akram Vignani manifestiert, so selten ist in dieser Welt. And he has even gone on to say that unless you really understand the nature of the doer, it is extremely difficult to really become established in the experience of the soul. Und er hat auch gesagt, also wenn du nicht wirklich verstehst, wer der Handelnde ist, dann ist es sehr schwierig, wirklich etabliert zu werden in der Erfahrung der reinen Seele. So we move to the next paragraph here, next heading, which says the Gnani's unflinching, absolute resolve to discover Vyavasthit. He wanted to discover Vyavasthit.
Now, Gnani Purush Dadashri says, my discovery of Vyavasthit has been going on for a long time. I was simply looking for on what basis does the world run and which parts does it run and which part does it not run. I searched for that and thereafter I established this Vyavasthit. I established this Vyavasthit. Once I came to know and understand Vyavasthit, that was it. That was the end. What more is left? All the knowledge will indeed be attained afterwards. This is, you can see the authority of our Gnani when he says like this. Okay, der nächste Überschrift, nächster Absatz. Die unnachgiebige Entschlossenheit des Gnanis, die sich bedingenden Umstände zu entdecken. Meine Entdeckung der sich bedingenden Umstände ist, also hat sehr lange gedauert oder hat sich schon sehr lange, ging schon über einen sehr langen Zeitraum. Ich war einfach auf der Suche nach der Grundlage, auf der die Welt funktioniert. Welche Teile sie am Laufen, mal kurz gucken, welche Teile sie, oder welchen Aspekt sie steuert und welche Teile sie nicht steuert. Ich forschte danach und darauf begründete ich die sich bedingenden Umstände. Sobald ich die sich bedingenden Umstände wissen und also kennen und verstehen lernte, das war es. Das war das Ende. Was bleibt mehr übrig? Das gesamte Wissen wird wirklich erlangt werden. Und das Shuddha hat ergänzt, wenn dieses Wissen von Vyavasthit verstanden ist. And this Vyavasthit that we have given is exact Vyavasthit. We will go to moksha only if we make this discovery. That is what we had decided. We here meaning the Gnani Purush and the awakened one within him, the Paramatma, the Absolute Self. It is what he had decided. We will not. I did not want to go to moksha until I finish this discovery. It was our niyanu. Now it is a very important word, and that is why you have to define it, which means a phenomenon where one's deepest inner intent to acquire something is so strong that all his merit karma are expended towards acquiring only that. You're only spending your money, if you quote unquote money, in that only and nothing else. With that, this is what we found and we have given it to everyone. Exact Vyavasthit. Die sich bedingenden Umstände, die wir gegeben haben, sind exakte sich bedingende Umstände Vyavasthit. Wir gehen nur in die Befreiung Moksha, wenn wir diese Entdeckung machen. Das ist es, was wir entschieden haben. Es war unser Niyanu. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, weshalb wir das definieren und erklären müssen. Steht hier in Klammer ein Phänomen, wobei die tiefe innere Absicht, etwas zu erreichen, so stark ist, dass das gesamte positive Karma nur dafür aufgewandt wird. Also sozusagen, wir geben nur unseren Reichtum an Karma dafür aus. Und das hat er gemacht. Und mit dem, oder vielmehr dadurch, ist dies, was wir gefunden haben und jedem gegeben haben, exaktes Vyavasthit. Now, who is a hindrance or an obstacle in this life? Who is the doer? I was in search of that for so many lifetimes. What I have brought is the balance sheet of a great many lifetimes. I have come forth having worked
on one balance sheet after another. Who is the doer? I give you the answer. Vyavasthit is the doer. All these scientific circumstantial evidences are proof of what I have seen and experienced for so many lifetimes. Seen and experienced for so many lifetimes. Nächster Abschnitt. Wer ist in diesem Leben ein Hindernis? Wer ist der Handelnde? Ich war so viele Lebzeiten danach auf der Suche. Was ich jetzt mitgebracht habe, ist das Resultat oder die Bilanz von so vielen Lebzeiten. Ich bin damit jetzt herausgekommen, indem ich einer Bilanz nach der anderen abgearbeitet habe. Wer ist der Handelnde? Und ich gebe dir die Antwort, die sich bedingenden Umstände, oder Vyavasthit ist der Handelnde. Diese sich bedingenden Umstände sind der Beweis dafür, was ich so viele Lebzeiten lang gesehen und erfahren habe. Shuddha betont nochmal gesehen und erfahren. So we take a little break now, Shuddha Mugan, and then we will come back. And then we go on for another half hour and we do a Samayik at the end. Okay, all right, that's fine. Yes, we could do that. Yeah, so we go. If there are no questions, if there are questions, we will continue. Otherwise, we will end up with a Samayik. You remind me. Okay. Also jetzt machen wir eine kleine Pause. Der neue Ablauf ist ja, dass wir eigentlich dann noch eine halbe Stunde machen, auf Fragen daneben in diesem zweiten Teil und dann ein Samayik angeleitet wird, den wir dann alle machen. Okay. Aber jetzt erstmal Pause.
Okay, Shuddha Mufgan. Okay. There is a question from Sana, Sana, which okay. I have translated in the chat already. I don't know if you can see that. Alright, let me just look at it. Did I understand that the merit karma was spent for the strong intention? Through our intention, do we have the influence on how our merit karma is spent? Do you get the question? Yes, I do. Yes. Did you translate that in German? Nochmal für alle Deutschen und auch am Telefon. Es gibt eine Frage von Sana, steht auch im Chat. Habe ich richtig verstanden, dass Merit Karma, also positives Karma, für eine starke Intention aufgebracht wurde? Haben wir hier durch Intention Einfluss, wofür unser gutes Karma aufgebraucht wird? Yes, this is true, Sana, for those who have the authority over their ego. Also das trifft zu, das ist wahr für diejenigen, die die Autorität über ihr Ego haben. This is true for those who are involved in doing anything through intentions. All the doership that happens is through intentions. I want to do this is the intention. I want this, and then when the evidences are right, it happens in the following life. So the intention is the yeah. Es ist wahr für diejenigen, die mit ihre Absicht so steuern können, dass sie sagen, ich will, dass das passiert und so, dass das so stark ist, dass das im nächsten Leben dann passiert. And for our Gnani Purush, until he became enlightened, absolutely enlightened, he had the intention as the doer. He wanted to not only attain his own moksha, but also take all of us along with him. So that und das trifft zu für unseren Gnani Purush. Er hatte diese Intention eben als Handelnder. Und er hatte diese Absicht, nicht nur allein in die absolute Befreiung zu gehen, sondern er wollte uns alle mitnehmen. And now your intentions are discharging intentions of Sana. They are not your intentions at all. You are beyond bhav, beyond intentions.
You are beyond karma. Und für dich ist es jetzt so, Sana, dass deine Absichten sich entladene Absichten sind. Sie passieren in Entladung und du bist frei von Karma insofern. Okay, so yes, I have just read what Uwe has said. Yes, agree. We will just make sure we do the Samayik in 30 minutes. So please, remind me when we enter into Samayik and use this 30 minutes for answering these questions, if there are any questions. Huh? So, okay, also machen wir es tatsächlich so, dass wir um 7:30 dann gemeinsam in den Samayik gehen oder den Samayik angeleitet bekommen. Das heißt, wir verwenden diese halbe Stunde jetzt noch für Fragen, Antworten. So this is what our Dadashri had made a Niyanu, and Niyanu is like come what may, no matter what may happen, I want to spend all that is my merit karma for this only, to take a whole mass of humanity to moksha, to take them to moksha. That was his Niyanu. Also, und das ist eben, was Dadashri als dieses Niyanu mitgebracht hat. Also er hatte einfach diese Absicht, dass er nicht allein nach Moksha gehen will. Er will diese Entscheidung, er will diese Entdeckung machen. Er will eine Masse Menschen mit in die Befreiung nehmen. So we will. So if there are any follow-up questions on this, Sana, let us know. And if there is, wenn es da irgendwie noch anschließende Fragen gibt, dann lass uns das wissen. And already as we go about as we have read today, we have enough material to do the Samayik also. So we will discuss some of the stuff that is easy to do Samayik. For instance, we can do the Samayik on puzzle, the word puzzle. Okay. Also von dem, was wir jetzt gelesen haben wir schon jede Menge Material, über was wir Samayik machen können. Einfache Samayik eigentlich. Zum Beispiel können wir einen Samayik machen über dieses Wort Rätsel. And in the first paragraph, we have the material for Samayik. When the mind or the intellect gets upset and says, "What have I done wrong? Why is he blaming me?" That is the puzzle, and on the other side of the puzzle is the word Vyavasthit. You see. Und allein schon im ersten Absatz haben wir das Material für unseren Samayik. Wenn wir reagieren und sagen, hey, warum beschuldigt er mich? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, verkehrt gemacht? Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite ist eben dieses Wort, das wir jetzt kennengelernt haben, Vyavasthit. Alles ist in Ordnung, alles ist an seinem rechten Platz, alles sind sich bedingende Umstände. And the second beautiful cue for the Samayik would be this instant peace of mind that you get, that all of us get, as if Dada is sitting next to us, and the mind shows you something that is disturbing, and all of us during the day or during the week it will just show you something that tends to disturb us, and at that time again the simple application of the word Vyavasthit completely stills it. Vyavasthit. Und ein weiterer Ansatz für den Samayik ist, dass wir diesen absoluten inneren Frieden haben, so als ob Dadashri neben uns sitzt. Und wenn dann in unserem inneren
Bildern etwas auftaucht, was uns stört oder uns durcheinander bringt, dann einfach uns wieder zu erinnern an dieses Wort Vyavasthit und wie es dann automatisch uns wieder zurückbringt in diesen inneren Frieden. And in both those instances, really, in both those instances, you are the blissful one in Samayik. You, the blissful one, are in Samayik, and you obviously have your bliss, but Uwe and Guy and Claudia and Svenja still are aware of the disturbance. They still want their resolution, you see. You obviously, yeah. In beiden Fällen bist du in deiner absoluten Glückseligkeit. Und es ist aber so, dass du als Uwe oder als Svenja oder Claudia oder Guy, du willst auch deine Lösung haben. Du willst auch Lösung haben in dem Fall. And so just it's not enough to be the blissful one. Sometimes this non-self complex that is discharging requires a little bit of help. And so this Vyavasthit, this affirmation of Vyavasthit, this application of Vyavasthit, this vision of Vyavasthit completely stills it, cures it. Also es ist schon auch so, dass unser relatives Selbst gerne auch einfach eine Lösung hat für Sachen und es ist dieses Wort Vyavasthit, es ist die Anwendung, die Affirmation, die das Verständnis diesem Nicht-Komplex zu geben über Vyavasthit, das ihn wieder ruhig macht. So we will have these two. We'll come back to it, but I see we have a question from Guy from USA. Guy is a new Mahatma from USA. After our German Mahatmas left, he visited in a hurry and took the Gnan Vidhi. Der Guy ist ein neuer Mahatma aus den USA und als in Indien schon die ganzen Deutschen nach Hause sich verabschiedet haben, ist er gekommen und hat schnell mal Gnani Vidhi genommen. And Guy is really very deeply interested in Akram Vignan, so he's here now. Uwe and I were with Guy in some advanced level satsangs with our Gnani. We're not going to go there and describe that, but so welcome Guy, good to see you. Jai Sachidanand, let's see what he's saying. Question. Hey. Ja. Ich war wie gesagt in Indien auch dabei und war mit Shuddha und Uwe auch in diesem Shivir, den wir schon mal angesprochen haben. Wir wollen jetzt da nicht drüber reden, aber es ist ein Mahatma, der sehr, sehr tief interessiert ist an Akram Vignan und der Wissenschaft. Und jetzt schauen wir mal, was er geschrieben hat. Please assist and explain on how not to charge new karma to another non-Mahatma when most would like to continue to give good positive karma. Yeah, okay. So yeah, go ahead and translate that and and Guy, okay. If you could make it a little bit more clearer in terms of what you're trying to say, please write some more. So okay, soweit ich bisher jetzt, was jetzt da steht, halt einfach, oder da steht jetzt einfach, Moment, bitte helf mir zu verstehen, helf mir jemandem zu erklären, einem Nicht-Mahatma, nicht neues Karma aufzuladen, während die meisten gerne weitermachen, gutes, positives Karma aufzuladen. Und Shuddha sagt irgendwie, er soll ein bisschen noch was dazu schreiben, um das noch
noch klarer zu haben. Now, the charging of the karma guy, charging of karma, only happens if you are having the awareness and the conviction that I am Guy, I am Guy. That conviction and belief has been destroyed and disconnected in the Gnanvidis. So it has been replaced by the real awareness of I am pure soul. You see, so there is no new karma being charged. Also Shuddha antwortet an Guy jetzt, also das Aufladen von Karma passiert nur, wenn du die Überzeugung hast, die tiefe innere Überzeugung und das Verständnis, ich bin Guy. Ja. Und diese Überzeugung wurde getrennt oder wurde zerbrochen im Gnanvidi, so dass für dich jetzt kein neues Karma mehr aufgeladen wird. Yeah. So this is the thing. The doership it's an interesting word, and the guy has written something. Is charging karma part of doership? In fact, charging karma is not necessarily part of doership. Charging karma is doership. Doership is charging karma. Automatically it charges when there is doership. And when one becomes the non-doer, by attaining the knowledge of the self as capital and the knowledge of the doer, then one becomes free from doership. It is by shifting away from the wrong understanding about the doer that one becomes the non-doer, you see. Also, Guy hat auch geschrieben, ist das Aufladen von Karma, Moment, das hüpft immer weg, Moment, ist das Aufladen von Karma Teil von diesem Konzept von handelnder Sein? Und Shuddha sagt, ja, dieses handelnder Sein ist tatsächlich, oder Aufladen des Karma, also Karma wird aufgeladen durch dieses handelnde Sein. Das ist eigentlich die ultimativ, also das ist die Verbindung. Und wenn diese Verbindung gekappt ist, der Handelnde zu sein, dann hört das Aufladen von Karma auf und dann ist der Nicht-Handelnde. So yes, this I am Guy is automatically associated with doership. There is no additional doership needed. And everything that happens therefore with the awareness that I am Guy will be associated with doership and therefore with charging new karma. Whether you want to charge it or not is not under your control at all, period. It is simply not under your control as long as the awareness is that I am Guy, I am this body, this is happening to me, I am doing it. You see. Okay, alles, was mit diesem Gewahrsein gemacht wird, ich bin Guy, ich bin dieser Körper, ich bin dieser Verstand, ich bin diese Sprache, all das, was auf dieser Grundlage passiert, ist handelnder Sein und lädt automatisch neues Karma auf. Da hast du selber gar keine Kontrolle darüber. Yeah, and you having by virtue of the grace of the Gnani Purush in the Gnanvidi, despite yourself, in other words, despite your evidences, where came into the awareness of the Rainesile, the pure soul, the Shuddha Atma, the eternal one, and this shift is permanent. It is irreversible. It is a one-way street. And you have come into the exact and the correct awareness of
the knower, and the knower is now aware of the doer, and the doer is what we are going to be discussing for the next so many sessions in the scientific circumstantial evidences. And therefore, you are permanently, absolutely, and eternally free from any new karma being formed or charged. And in this manner, you are free now. Also in dem Gnani, was passiert ist, du bist auf dieser subtilen Ebene absolut getrennt worden in dieser Identifikation mit Ich bin Guy. Und du bist absolut etabliert worden in diesem Wissender-Sein. Und das ist eine Einbahnstraße. Es gibt keine Umkehrung mehr von diesem Verständnis mehr. Du bist der Sehende und der Wissende von dem, was dann der Handelnde ist und was uns die nächsten, wie viel auch immer, Sitzungen beschäftigen wird, diesen Aspekt Vyavasthit. Und du bist absolut angehoben von diesem Handelndersein. Du bist da absolut frei. Für dich gibt es kein Aufladen von Karma mehr. Punkt. Yeah, and the biggest awareness in this entire science of liberation, Guy, and is that to do karma or not to do karma is not in my hands at all. Neither the doing nor the non-doing is in my hands. Also und das größte Gewahrsein jetzt irgendwie in dieser Wissenschaft von Karma, von diesem Akram-Weg ist, Karma zu tun oder Karma nicht zu tun, ist nicht mehr in meiner Hand. Yes, and that has been the experience of all of us. Now, the guy is writing something else, and he says that many of my friends from other areas of spirituality continue to want to produce positive karma, and to produce positive karma is simply saying to do good and to do that which is helpful to others, and that is fine. That is fine for those who want to do, and it is also fine for those who are Mahatmas. In other words, in discharging, even after awakening, Mahatmas will say, I want to do good for others, and so that is their discharging karma. They continue to do good for others. There is no conflict between doing good karma, the positive thing we're doing. Guy continues to do good karma, and you are the blissful one who is the knower of Guy doing the good karma. That's all. Guy schreibt jetzt weiter hier im Chat, viele meiner Freunde aus anderen Gebieten von spiritueller Praxis, sie wollen weiterhin positives Karma produzieren in dem Sinne. Also ich bin hier eher eine Minderheit hier in New York mit diesem neuen Konzept von Akram Vignan. Und Shuddha sagt, ja, es gibt da gar kein Problem, wenn sie weiter gutes Karma tun wollen, oder es ist auch so für Mahatmas, die wollen weiterhin auch Positives tun für andere, und das ist einfach ihre Entladung, ihre Absicht auch, und da ist überhaupt kein Widerspruch mit diesem Verständnis von nicht der handelnde Sein. Das ist einfach ihre sich entladende Absicht. And then with reference to, should I say Guy is the doer? And the answer would come very quickly in the next few weeks as we go deep into this particular Dadavani magazine. Really, even you'll get the most precise answer in terms of what exactly is Guy's doership in everything that is happening.
in and through Guy. You see, Guy schreibt hier, oder sollte ich sagen, Guy ist der Handelnde, und Shuddha sagt, also du wirst in den nächsten Wochen sehr viel mehr Verständnis bekommen, welche Rolle Guy als Handelnder in diesem ganzen Prozess, von dem was passiert, spielt. Was ist Guys Rolle in diesem, was passiert? And the exact way of not charging any karma after the awakening in the Gnanvidhi of Dadashri is this applications of any of these agnas, but especially this one that we are now considering in terms of the doer. You see, this agna number 3 that you are very familiar with, Guy. Und die exakte Methode, wirklich kein Karma mehr aufzuladen nach dem Gnanvidhi, ist die Anwendung der 5 Agnas oder jedes der 5 Agnas. Insbesondere jetzt dieses Agna 4, das wir jetzt hier in Ausführlichkeit die nächsten Wochen besprechen werden, befreit uns von diesem Verständnis, handelnder zu sein und Karma aufzuladen. Okay, so is there any more questions here? Was Rainer writing something, or I don't know? Okay. Our time is up actually for question and answer, but I'll let you know what Rainer wrote. He just replied to what Guy said about his spiritual friends. The problem is that people who are only familiar with the Akramic path, they cannot understand that even merit karma binds them here. Yeah. It's even merit or sin, the opposite, the sin karma, both of them tend to create scientific circumstantial evidences, create a result. Doing good or doing bad will bring results, which brings more scientific circumstantial evidences, and therefore there is no freedom. The only one who is free is the one who has become free from scientific circumstantial evidences. You see, you are not. Shuddha sagt dazu, ja, also ich habe nur vorgelesen, was Rainer geschrieben hat. Moment nochmal, nur kurz. Das Problem ist eben, dass Menschen, die den Karmik-Weg gegangen sind oder nur kennen, nicht verstehen können, dass auch positives Karma uns hier festhält. Und Shuddha sagt, ja, positives und negatives Karma erschafft einfach wieder neue Umstände. Und neue Umstände führen dazu, dass man nicht frei wird und dass man einfach diese wieder neue Umstände erfahren und erleben muss. Yes, so in other words, the root cause of scientific circumstantial evidences, the underlying root cause of scientific circumstantial evidences is merit karma or sin karma. See, that which helps others or that which hurts others will cause more puzzles. You see, continue to spin the cycle only, stir things up. Also die grundlegende Ursache oder die Wurzel eigentlich von diesen sich bedingenden Umständen ist eben dieses positive und negative Karma, dass einfach neue Umstände kreiert oder eben auch neue Rätsel erschafft, und da wird man dann nicht frei. So if we do not have any more questions, then we will go into the Samayik now. Okay. And the Samayik essentially is very simple. It's going to be a very simple Samayik focused on the word puzzle and the word the mind is upset. Okay, und wenn jetzt aber keine weiteren Fragen sind, dann gehen wir jetzt in den Samayik, und das Thema des Samayiks wollen wir sehr einfach halten, ist
ist einmal richten wir uns auf dieses Wort Rätsel oder ja, Rätsel ist jetzt gerade und dieses Gefühl von ich bin I am upset, did you say? Yeah, and you know this our Samayiks are very practical. We don't have an order. We don't have an order like, oh, okay, once you close your eyes, you can't open your eyes. Once you close your eyes, you know you have to focus and be really give the appearance that you're in Samayik. None of that. Ja, also genau, der zweite Teil ist eben, ich bin verletzt, das ist so der zweite Aspekt. Und Shuddha sagt, ja, also wir sollen auch nicht jetzt, also wir machen jetzt keinen sehr strengen Samayik irgendwie und sobald man sich hingesetzt hat, darf man seine Augen nicht mehr aufmachen oder wir sollen jetzt nicht irgendwie nach außen hin so den Eindruck abgeben müssen, dass wir im Samayik sitzen und so, ist leichter. You're free to open your eyes and read what we have read today. And again, as you read it on your own, in your own time and space, the other will be there with you and you will begin to understand the meaning of the word puzzle. Und du kannst zum Beispiel auch einfach dich dann nochmal hinsetzen und das nochmal in Ruhe durchlesen in deiner eigenen Zeit, was wir heute gelesen haben und während du das liest, wird da sein und du wirst ein Verständnis bekommen von diesem Wort, das Rätsel. The opposite of the word puzzle is clearance. In other words, all the clouds have moved away from the sun, and this is this glorious light of the sun and the bliss of the sun. Und das Gegenteil von diesem Wort Rätsel ist einfach Klarheit. Es ist die Klarheit der Sonne. Wenn die Wolken verschwunden sind, ist die Klarheit der Sonne da. So let us now enter into this Samayik and we'll just do a simple Vidi. The procedure is simply that you will just repeat after me. First I will speak in English and then Ruediger will speak in German. You can repeat either way, both ways if you want to. And then we will close the eyes and enter into the Samayik. And after about a few minutes of that, then I will turn off this Ustream broadcast. So you are free to do it as long as you want. Do it for a minimum of about 15-20 minutes if you can, and if you have the time, do it for at least 40 to 48 minutes, and you will see in this Samayik all the evidences of puzzles where you were puzzled, where you did not have an answer, where you blamed others, where you saw faults of others, where you were upset, the mind was upset, and every time the only thing that you have to use is the word Vyavasthit, that is all. Vyavasthit, what we have just read, scientific circumstantial evidences. And move on, see the next thing, that's all. Okay, wir gehen jetzt so vor, Shuddha wird das Vidi sprechen und den Samayik anleiten und Ruediger wird es dann auch nochmal übersetzen, also ihr könnt es einfach dann entsprechend nachsprechen, entweder auf Englisch oder auf Deutsch oder beides. Oder so werdet ihr in den Samayik reingeführt und ihr werdet dann einfach Szenen sehen und Bilder sehen, wo ihr verwirrt seid, wo euch ein Rätsel eben begegnet und wo ihr euch verletzt fühlt oder wo ihr andere beschuldigt. Und in dem Moment sagt ihr einfach innerlich dieses Wort Vyavasthit, was wir gesagt haben, bedeutet so viel wie alles ist an seinem Platz, alles ist richtig korrekt alles ist an seinem Platz, alles ist aufgeräumt, alles ist richtig, alles ist sich bedingende Umstände. Scientific circumstantial evidence. So Jai Sachidanand, so we will now start with the Vidi now. Let us do the Vidi. Jai Sachidanand, wir machen jetzt das Vidi. Hey Simandar Swami Bhagwan, dear Lord Simandar Swami.
Verehrter Sri Simanda Swami, verehrter Dada Bhagavan, Hey Dada Bhagwan, the Absolute Self within me, verehrter Dada Bhagavan, das absolute Selbst in mir, with the exact applied awareness of the Self as capital, mit dem exakten angewandten Gewahrsein des absoluten großgeschriebenen Selbstes. let me see and simply see the puzzles of life. Lass mich sehen und lass mich einfach sehen die Rätsel des Lebens. Let me see the puzzles that have arisen within this neighbor, file number 1. Lass mich die Rätsel sehen, die aufgetaucht sind in diesem Nachbar in Akte Nummer 1. Let me see where within file number 1 the puzzles have arisen whereby he blames others. Lass mich sehen, wie Rätsel in Akte 1 aufgetaucht sind, aufgrund dessen er wieder andere beschuldigt hat. And let me see those instances, especially in current times, where the mind is disturbed. Lass mich solche Momente sehen, besonders in den Zeiten, wo der Verstand durcheinander ist. And in all those instances, let me be aware of the exact reason for this, which is scientific circumstantial evidences. Und in all diesen Momenten lass mich gewahr sein über die wahre Ursache hinter all dem, nämlich sich bedingende Umstände. Let me see all the evidences that are in play during these puzzles and these disturbances of the mind, my Lord. Lass mich all diese Umstände sehen, die zusammenspielen in diesen bestimmten Situationen, Momenten, mein Lord. I surrender this mind, speech and body, Ich gebe diesen Verstand, Sprache und Körper hin, all illusions associated with my name, alle Illusionen, die mit diesem Namen verbunden sind. bhav karma, subtle charge karma, Karma, grobes, subtiles, aufgeladenes Karma, dravya karma, subtle discharge karma, Dravya Karma, subtiles, sich entladendes Karma, and no karma, gross discharge karma. und No Karma, grobes, sich entladendes Karma. O Dada Bhagwan, the absolute awakened self within me, O Dada Bhagavan, das absolut erwachte Selbst in mir, I am surrendering them all unto your divine feet, my Lord. ich gebe sie alle hin zu deinen göttlichen Füßen, mein Lord. Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, Shuddhatma. Ich bin reine Seele. Continue saying that. Ich bin reine Seele. Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, Shuddhatma chu, Shuddhatma chu. Sagt es jetzt einfach immer weiter und geht dann in Samayik. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.